So, es ist der 18. Juni 2014 und ich mache mal wieder einen Gartenrundgang. Beginnen wir gleich einmal hier vorne, also eigentlich ganz hinten, da auf der Seite blüht der Knoblauch und die Bienen sind am Portulak, so wie immer, Borretsch natürlich, Entschuldigung, sind am Borretsch, so wie immer. Also alles recht ruhig und romantisch. Daneben sind irgendwo ein paar Erdbeeren. Da ernten wir auch immer wieder. Ja. Dann das erste Feld. Das war ein bisschen ein Verdrussfeld dieses Jahr, also unser Experimentierfeld. Eigentlich hätten hier Luffergurken und Schayoten, eine Schayote wachsen sollen. Von den Luffergurken ist leider nicht ein einziger Same aufgegangen. Vielleicht ist es an der kalten, nassen Witterung gelegen. Jedenfalls habe ich da jetzt Erbsen nachgesät, die kommen sehr schön. Und ja, die Schayote, die ist irgendwie vertrocknet, die hat den Umzug nicht überlebt, das sind die traurigen Überreste, kann man nichts machen. War ein Versuch, vielleicht kriege ich ja irgendwann wieder eine Schayote, dann werde ich es nochmal probieren. Daneben haben wir, ich gehe mal auf die andere Seite, Physalis gepflanzt. Das hier ist eine Schönbrunner Gold und das hier, die Sorte weiß ich nicht, aber die schmecken ausgesprochen gut. Das sind ganz kleine, süße Früchte. Ja, die wachsen gut. Das waren Triebe, die ich geschnitten und bewurzelt habe und die sind da auch gut angewachsen und treiben da wieder schön aus. Am Anfang haben sie alle Blätter verloren. Man merkt das noch, dass sie unten etwas kahl sind, aber sie kommen. Und dazwischen, mal schauen, wo ich das hübsch sehe. Hoppa. Dieses dicke Dings hier oder dieses hier. Ich gehe da mal etwas näher ran. Das sind Süßlupinen. Habe ich noch nie gehabt, bin ich sehr gespannt. Die sollen so bohnenartige Früchte bekommen. Schauen wir mal. Dazwischen auf den Wegen, also überhaupt hier hinten, kommt überall Krenn durch. Ziemliches Unkraut, ich habe schon ganz viel ausgestochen, aber da kommt noch jede Menge nach. Dann das Beet mit den kleinbleibenden Tomatensorten. Eine, die ist umgefallen, da habe ich schon eine Stange dazu getan, aber an und für sich, die tun sich sehr gut. Da hängen auch schon erste Früchte dran. Ja. Das kann sich, glaube ich, sehen lassen. Es sind hauptsächlich irgendwelche Wildtomatensorten. Dann sind hier noch ein paar Physalis. Und die Lychee-Tomate sieht auch ganz toll aus. Auf der anderen Seite sind zwei Tomatenbeete. Das linke ist mit Sellerie dazwischen. Und das rechte mit Brokkoli. Auch hier tut sich schon einiges. Da kommen schon recht hübsche Tomaten, Cocktailtomaten und auch größere. Da sehe ich welche, da sind welche. Ja, da kommen schöne Tomaten. Sind mittlerweile auch schon recht groß. Also allzu lang wird es nicht mehr dauern, bis wir Tomaten haben. Dann kommt auf der Seite mein Inka-Gurkenfeld. Inka-Gurken sind wieder ganz toll aufgegangen. Also vor allem die Cyclanthera pedata mit den wuscheligen Blättern. Ich denke, da ist jeder einzelne Same aufgegangen, den ich gesteckt habe. Und die beginnen auch schon, sich da an diesem Randgitter hoch zu schlängeln. Halten sich da von selber fest. Ganz brav. Die anderen sind ein bisschen lückenhafter aufgegangen. Das sind Cyclanthera brachystachya.
Fat Baby. Und diese runden Blätter. Und ranken aber auch schon hoch. Ja, die machen sich echt gut. Und die werden sicher innerhalb kürzester Zeit das Rankgerüst erklommen haben. Ganz am anderen Ende war noch so ein kleiner Fleck frei. Dieser hier. Und man sieht das schon. Da kommen jede Menge Erbsen. Und die sind da jetzt wirklich gut aufgegangen. Ist aber halt nur ein kleiner Fleck. Gut, dann gehen wir hinüber. Oh. Hier kommen nun endlich, lang hat es gebraucht, meine Stangenbohnen. Und gestern habe ich noch überlegt, ob ich welche nachsehen soll. Und dann habe ich gesehen, dass die da alle keimen. Und heute sind schon ein ganzer Haufen Pflanzen da. Ich hatte ja schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass die noch kommen. Aber heute, da sieht man es auch, ganz neue, frische Keimlinge, gerade erst geschlüpft. Und daneben ist schon ganz groß der Gemüseportulak. Und neben dem Gemüseportulak, da gehe ich wieder auf die andere Seite rüber, damit man es besser sieht. Hier habe ich, wo sind sie da? Antillengurken, dann dazwischen Melotria und noch eine zweite Sorte Antillengurken, die aber ganz andere Blätter hat. Man sieht das hier. Die sind größer. Ja, die schauen eigentlich ganz gut aus. Ich hoffe, die wachsen gut, weil mit Melotrian hatte ich im Freiland bis jetzt noch nicht so gute Erfolge, aber mal schauen. Ja, dann mein Exotenfeld. Da haben wir gleich zu Beginn Diakon. Die schaut super aus, wächst auch schon ganz brav. Dann haben wir hier eine Zuckerwurz, auch die sieht wunderschön aus, wächst gut. Dann Knollenziest. Die Erdmandeln sind ein bisschen überwuchert von den Kohlrabis daneben und die kriegen so ein bisschen braune Blattenden, aber ich weiß nicht, ob das schadet. Mal schauen. Da ist jetzt ein bisschen sehr schattig, aber da ist noch mein Malaberspinat. Auch der tut sich ganz schön. Schöne, kräftige Pflanzen. Ein bisschen von den Erdflöhen attackiert, aber sie stecken es gut weg. Ich hoffe nur, dass sie jetzt dann bald einmal auch ein bisschen in die Höhe wachsen. Tomatenstangen haben sie ja. Und dahinter, das ist jetzt nicht mehr so exotisch, Kohlrabi beginnen sich schon die Knollen zu formen. Sehen sehr hübsch aus. Dazwischen gibt es auch noch Sellerie. Wobei der Sellerie auf den Tomatenfeldern besser gedeiht. Also ich denke, die Kombination Tomate-Sellerie könnte ich unter Umständen nächstes Jahr wieder machen. Da habe ich noch einen Salat dazwischen. Ja, auf der anderen Seite ist das Nachtschattenfeld. Hauptsächlich, also eigentlich ausschließlich irgendwelche Physalis-Variationen. Nein, Entschuldigung. Jaltomate gibt es auch. Aber hier haben wir eine Erdkirsche, also Physalis pruinosa. Dann die Andenbeeren, Physalis peruviana edulis. Da sind noch mehr Erdkirschen. Da hinten sind Tomatillos. Und hier, da so halb unter der Tomatillo versteckt, ich weiß nicht, ob man es irgendwie erkennen kann,
Das ist jedenfalls die Jal-Tomate. Ja, die hat letztes Jahr sehr gut getragen und sie hat auch schon, sieht man wahrscheinlich nicht so gut, aber das sind auch schon kleine Früchte oben. Reif sind sie noch nicht. Und ein Schwenk hinüber zu den Melanzani. Und die Paprika beginnen jetzt zu blühen. Da ist eine Blüte. Oh, wird nicht scharf, schade. Egal. Jedenfalls, die beginnen jetzt zu blühen. Tun sich recht schön. Schauen alle gut aus. Melanzani schauen auch gut aus. Blühen auch reich. Natürlich die riesige. Da haben wir schon erste Früchte geerntet. Aber es hängen noch welche oben. Also ich denke, diese hier werden wir auch bald ernten können. Und sie blüht nach wie vor reich. Sehr schön. Das nächste Beet auf der anderen Seite ist unser Gurkenbeet. Die Gurken wachsen schön, zwischen jede Menge Gemüseportulak. Ich denke, ich werde da ein bisschen was ernten, damit die Gurken mehr Licht haben. Und wenn wir da ans andere Ende gehen, muss ich jetzt die Pflanze, glaube ich, ein bisschen anheben, dass man das sieht. Ups, sieht man da irgendwas? Die ist nämlich über und über voll mit Blüten. Das ist sehr gut. Und diese hier auch. Ja, die muss ich jetzt dann mal da schauen, dass die hochklettert. Aber da sind schon jede Menge winzige Fruchtansätze. Da sieht man das. Ein ganzer Haufen. Also, die jetzt alle wachsen und schöne Gurken werden, dann bin ich glücklich. Ja, dann das Karottenbeet. Hier habe ich Karotten nachgesät, weil die nur sehr, sehr lückenhaft aufgegangen sind. Hier sind ein paar, die von der ersten Partie aufgegangen sind. Die schauen schon schön aus. Aber daneben sieht man, ist gar nichts. Und da habe ich jetzt Karotten nachgesät. Daneben, die Radieschen sind schon gewaltig. Da haben wir schon jede Menge geerntet. Und die Zwiebeln schauen auch hübsch aus. Kann ich da dieses Radieschen nicht raufbekommen? Ja, es ist jedenfalls sehr, sehr groß. Sehr lustig ist, bei unseren Radieschen waren dieses Jahr ein paar weiße dazwischen, die so länglich sind, fast wie Rettich. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich Radieschen sind oder Rettiche. Aber ja, mal schauen. Ja, das ist eben das gesamte Beet. Wunderschön sind unsere Kartoffeln. Bin ich ganz begeistert jedes Mal. Und dieses Jahr haben sie auch schon fast alle Knospen. Und die erste, da herüben, die blüht auch schon. Das ist eine weißblühende. Wir haben aber auch jede Menge, die violette Blüten bekommen sollen. Also ich bin mir mal ziemlich sicher, die dahinter, diese hier, die hat so violette Stiele, die wird sicher auch violett blühen. Ja, also die Kartoffeln sehen ganz toll aus. Natürlich überall jede Menge Unkraut dazwischen. So, dann hier das Feld ist nass, ja. Habe ich heute schon gegossen, weil es ist unser rote Rübenfeld und ich habe die roten Rüben heute vereinzelt. Das ist eine Arbeit, die ich gar nicht gern mache. Kleine rote Rübenpflänzchen rausreißen. Auf der anderen Seite
kriegt man halt keine gescheiten Rüben, wenn man es nicht macht. Deshalb habe ich die heute vereinzelt und dann nochmal angegossen, weil ich habe ein paar versucht zu versetzen. Mal schauen, ob es klappt oder nicht. Bis jetzt hat es noch nie geklappt, aber wer weiß. Und die Buschbohnen sehen auch ganz wunderschön aus. Ja. Dann ein Schwenk zum nächsten Beet. Da gibt es einmal ganz am Rand ein Unkraut, das bleiben darf. Das ist eine wilde Tomate. Finde ich cool, gefällt mir. Aber eigentlich sollten hier Wassermelonen wachsen, so wie die hier. Die ist noch sehr klein, aber ich habe, wenn wir da ein bisschen rüber gehen, auch schon recht große Pflanzen. Also relativ gesehen halt mal. Und da kommen einige. Sieht recht hübsch aus. Ich mag diese wuscheligen Blätter. Ja, daneben dann ist das Maisfeld. Da ist der Mais teilweise recht lückenhaft aufgegangen, an anderen Stellen wieder sehr dicht. Ich bin am Überlegen, zu probieren, ein paar Pflanzen umzusetzen. Ich weiß halt nicht, ob Mais das mag, aber ich denke, ich werde es einfach mal ausprobieren. So. Jetzt gehen wir da weiter ein Stück, da hinüber. Das ist wieder ein Tomatenfeld. Vorne sind unsere Nachzüglertomaten, die noch ganz klein waren, aber das sind mittlerweile auch schon ganz ordentliche Pflänzchen geworden. Das ist die gekaufte sibirische Sorte mit ganz, ganz vielen großen Tomaten drauf. Also die trägt wirklich super reich. Und ich habe die so lustig gefunden, dass die so, sie hat so einen interessanten Wuchs und so dünne Blätter. Wie gesagt, der Behang ist überreich. Und wenn die Tomaten dann auch noch gut schmecken sollten, dann wird das sicherlich eine Pflichttomate, die jedes Jahr wiederkommt. Aber die Tomaten dahinter sind dann die größeren. Blühen ganz gewaltig. Und ja, werden wohl auch bald Früchte tragen. Das sind alles selbst aus Samen gezogene Tomaten. Und dann am nächsten Feld ist dann Kaffeeol dazwischen, zwischen den Tomaten. Auch der macht sich ganz wunderbar. Das sind schon sehr große Pflanzen. Und auch die Tomaten sehen durchwegs sehr schön aus. Auch die Reisetomate, die ja mein Kümmerling war, da macht sich durchaus gut. Sie ist zwar hinter den anderen größenmäßig noch hinterher, aber ja, schaut nicht schlecht aus. Auf der anderen Seite drüben haben wir hier jetzt endlich ein paar Zuckermelonenpflänzchen. Lang hat es gebraucht, aber jetzt gehen sie auf. Und wieder mal so ein Unkraut, das bleiben darf, das mir sehr gut gefällt. Hier ist eine Kartoffel wild aufgegangen. Sowas hat man gern. Die darf natürlich bleiben. Ja, und da sind jetzt auch tatsächlich schon einige Zuckermelonenpflanzen. Das kann sich mittlerweile sehen lassen. Auf der anderen Seite ist das nächste Beet. Da kommen Zuckererbsen. Ups, mir ist was runtergefallen. So. Zuckererbsen sehen sehr schön aus. Die ersten beginnen schon zu blühen. Die waren ja auch so extrem lückenhaft aufgegangen. Aber
Jetzt bei der Nachsaat sind sie gut gekommen und sehen jetzt sehr hübsch aus. Oh je, mein Akku blinkt, das heißt, ich werde bald Batterie wechseln müssen. Egal. Auf der anderen Seite von dem Rankgitter ist Mangold. Der ist noch recht klein, aber da kann man sicherlich jetzt bald einmal was ernten davon. Der schaut eigentlich schon ganz gut aus. Buntstieliger, wieder mal in allen Farben. Dann daneben, auch sehr, sehr schön, sind unsere Kürbisse. Und das sind teilweise schon richtig große Pflanzen. Diesen hier finde ich recht interessant. Der hat so eine hübsche Blattaderung. Ja, mal so einen Blick zurück. So sieht es bis jetzt aus. Und dann hier auf der anderen Seite, die sind ganz besonders schön. Da sind unsere Zucchini und da hatte ich dieses Jahr ein paar vorgezogen. Das ist die Reihe hier vorne. Und die haben schon, ich zeige das gleich, hier unten, sieht man das? Ein bisschen näher ran. Da kommen die ersten Früchte. Das ist eine gelb-grüne. Da drüben, wenn ich es scharf bekomme, muss ich noch ein bisschen näher ran. Genau, hier ist eine runde Zucchini. Dann hier sind normale grüne. Also da kommen schon jede Menge kleine Früchtchen. Das freut mich ausgesprochen, weil Zucchini liebe ich. Und da sind dann die im Freiland gesäten. Sind noch deutlich hinterher, aber die werden auch noch. Und vielleicht haben sie ja dann versetzte Ernte. So, dann der Salat ist schon ganz wunderschön. Da haben wir ein paar rote Salate auch. Und von Nachbarn bekommen meine Okrapflänzchen, das sind die im Freiland gesäten. Und hier dann die vorgezogene. Da habe ich gestern einen Salat weggemacht. Den ersten. Gegessen haben wir ihn dann nicht, weil wir vergessen haben, aber wir werden ihn heute essen. So, dann ist noch ein Karotten, Radieschen, Zwiebelbeet. Und wenn ich da ein bisschen näher rangehe, dann sieht man, da sind auch jede Menge kleine Karotten. Die sind wirklich gut aufgegangen. Da kommt einiges. So, Blick zurück. Auf der Seite hier, die Markerbsen kommen auch. Sind dieses Jahr eher schlecht aufgegangen, aber es kommen welche. Und ich hatte sie ja schon komplett abgeschrieben, aber hier scheint doch tatsächlich eine einzelne Spargelerbse zu kommen. Ich hatte ja schon gedacht, es sind überhaupt keine gekommen. So, dann da hinten die Körnerbohnen sind schon recht groß, schauen super aus. Vorne die Meterbohnen machen sich auch ganz gut. Dazwischen wieder Portulak. Hier ist übrigens auf der Seite, mal schauen, ob man das irgendwie raufbekommt, ohne dass ich mir selber einen Schatten werfe. Wieder so ein weißes Radieschen, wo ich mir nicht sicher bin, ob das nicht ein Rettich ist, weil das ist ziemlich groß. Ja. Dann hier das zweite rote Rübenfeld. Da habe ich die roten Rüben schon etwas früher vereinzelt. Die sind daraufhin richtig gehend explodiert in Wachstum. Also die sind schon richtig, richtig groß jetzt.
Und auch die Buschbohnen daneben sehen wirklich toll aus. Vorne habe ich jetzt unlängst ein bisschen Knoblauch geerntet da in dem Feld. Da hinten ist meine Malve. Hier. Die blüht und blüht, das ist ein Wahnsinn. Ein bisschen Borretsch. Die anderen Kräuter da. Und hier auf der Seite ist dann noch jede Menge Knoblauch. Er hat diese schönen Blütenschäfte jetzt bekommen. Ja, da fehlt uns noch das Süßkartoffelfeld. Die Süßkartoffeln schauen gut aus. Schöne, kräftige Pflanzen. Daneben sind Tagetes. Auch die beginnen jetzt schön langsam zu blühen. Hier vorne blüht zum Beispiel schon eine. Ja, da dazwischen kommt noch ein bisschen Weingartenknoblauch. Das ist das hier, was da so aussieht wie Gras. Aber der kommt ganz schön. Da hinten habe ich etwas Kapuzinerkresse. Da noch mehr. Ja, und ganz vorne, da ist Zitronenmelisse und meine 2 Artischocken, die sich nach wie vor nicht von der Stelle bewegen, aber was soll's. Noch eine Erdbeerpflanze, da hängt doch eine schöne Erdbeere dran. Oh, die ist da in das Gitter reingewachsen. Das wird lustig, die rauszubekommen, aber gut. Ja, das wär's. So sieht es dann noch im Gesamtüberblick aus. Und von der anderen Seite das ist das gesamte Beet. Ja, jetzt bin ich fertig. Das war eben ein Gartenrundgang am 18. Juni 2014. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!